Nach der Entdeckung der Gravitationswellen geht es jetzt richtig los. Auch das Thema habt ihr euch wieder über WhatsApp gewünscht. Schon Albert Einstein hatte die Gravitationswellen im Jahr 1916 vorhergesagt. Doch bis sie zum ersten Mal nachgewiesen werden sollten, dauerte es ganze 100 Jahre. Warum verformen Gravitationswellen das Weltall? Und wie konnte man sie nach einem Jahrhundert endlich aufspüren? Und was passiert damit in Zukunft? Jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, und wenn ihr auch über WhatsApp und die anderen Messenger mitmachen wollt, am Ende des Videos erfahrt ihr, wie das funktioniert. Heute mal wieder Klicks um Science Fiction aus New York. Ja, 2017 war es endlich soweit, der Nobelpreis für Physik ging an 3 Gravitationswellenforscher aus den USA, denn sie hatten jeweils mit ihren Experimenten und mit ihrer Grundlagenforschung zum ersten Mal den Nachweis von Gravitationswellen erbracht. Rainer Weiss, Kip Thorne und Barry Barish haben tatsächlich gezeigt, Einstein hatte recht. Und übrigens, Kip Thorne kennt er als Executive Producer von Interstellar. Und wirklich, die Messung von Gravitationswellen ist nicht nur für die Physikwelt eine Sensation. Dazu Rainer Weiss, ein gebürtiger Deutscher. Ich betrachte das mehr als eine Sache, die die Arbeit von 1000 Menschen anerkennt. Und tatsächlich, an diesem Thema waren bis zu diesem Zeitpunkt sicherlich unzählige Forscherinnen und Forscher weltweit dran. Ich wette sogar, dass weitaus mehr als 1000 Forscherinnen und Forscher dabei waren. Besonders spannend ist die persönliche Geschichte von Rainer Weiss, der tatsächlich selbst diesen ja einen unfassbar wichtigen Augenblick verpasst hat. Am 14. September 2015 um 5:51 Uhr amerikanischer Ortszeit lag er erstens noch im Bett und war zweitens im Urlaub. Weit weg von seinen beiden kilometerlangen Detektoren, die plötzlich erzitterten. Erst dachte er nur, dass es ein Fehler war, ein Pseudosignal von seinem Forschungsteam, um zu testen, ob die Datenauswertung auch sauber arbeitet. Doch dann war klar, dass das System nach einem Update für solch einen Fehlalarm noch gar nicht bereit war. Und das war der große Moment, der von jetzt auf gleich alles veränderte. Nach jahrzehntelanger Suche hatten sich Gravitationswellen messen lassen, ausgelöst durch den Zusammenstoß von 2 schwarzen Löchern. Und wie immer in der Wissenschaft ist solch eine Entdeckung noch deutlich mehr wert, wenn sie wiederholt werden kann. Und tatsächlich auch folgende Messungen bestätigten den Nachhall solcher Kollisionen. Dass dafür der Nobelpreis fällig war, ja, eigentlich reine Formsache. Zu seiner großartigen Karriere sagt Rainer Weiss heute: Wir haben nicht groß über Gravitationswellen nachgedacht. Die Technik war faszinierend. Wir hatten solchen Spaß dabei, sie zum Funktionieren zu bringen. Ein bisschen wie Kinder in einem großen Sandkasten. Ja, es werden ja bei einem Gravitationswellendetektor die Interferenzen zwischen 2 im 90-Grad-Winkel zueinander verlaufender Laserstrahlen gemessen. Werden sie durch eine Gravitationswelle durchlaufen, ändert sich jeweils die Raumzeit der beiden Strahlen unterschiedlich. Werden sie dann miteinander abgeglichen, bilden sie Interferenzen. Angefangen hat also alles mit der Relativitätstheorie von Albert Einstein, indem er die Gravitationswellen beschrieben hatte. Demnach produzieren alle beschleunigten Körper Gravitationswellen, doch in den meisten Fällen sind sie viel zu schwach, um sie nachzuweisen. Angefangen beim Start eines Autos bis hin zu einer Sternenexplosion am Ende ihrer Lebenszeit. Die entstehenden Gravitationswellen stauchen und strecken Raum und Zeit. Etwa so wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der die Wasseroberfläche kräuselt. Dazu muss man wissen, dass Gravitation ein relativistischer Effekt ist, beschrieben in der allgemeinen Relativitätstheorie. Große Massen verzerren Raum und Zeit. Unsere Erde zum Beispiel hinterlässt eine Beule in Raum und Zeit und in diese Beule fallen wir auf die Erde. Wir werden also nicht durch eine Kraft auf die Erde gezogen, sondern durch die Vertiefung, die sie in der Raumzeit verursacht. Wenn also Massen sich bewegen oder kollidieren, dann erzeugen sie dadurch keine Delle, sondern eben Wellen. Aber vor allem große Objekte im All erzeugen stärkere Gravitationswellen, schwarze Löcher und Neutronensterne. Wenn solche Massen schnell genug beschleunigt werden, wird die Raumzeit so stark durchwirbelt, dass die Gravitationswellen auch noch in größerer Entfernung aufzuspüren sind. So wie eben bei der Kollision der beiden schwarzen Löcher im September 2015. Wenn sich die Wellen im Weltall ausbreiten, wird alles, was sie passieren, in einer Richtung gedehnt und in einer anderen Richtung zusammengedrückt, eben wie bei Wellen. Doch selbst wenn die Gravitationswellen sehr stark sind, verformen sie das Weltall nur minimal. Der Effekt ist eben nur extrem schwer messbar. Einstein dachte jedenfalls damals im Leben nicht daran, dass man irgendwann in der Lage sein könnte, die winzigen Veränderungen zu messen, die diese Wellen bewirken. In diesem Punkt, ja, da sollte er sich dann doch getäuscht haben. Der Direktor des Laser Interferometer Gravitationswellen Observatoriums LIGO in den USA, David Reitze, meinte jedenfalls nach dem ersten Nachweis
Vor 400 Jahren hatte Galileo ein Teleskop auf den Himmel gerichtet. Ich glaube, wir tun heute etwas ähnlich Wichtiges. Wir eröffnen eine neue Ära. Denn durch die Detektion von Gravitationswellen können wir jetzt ganz andere Dinge im Weltall beobachten, die uns bisher verborgen geblieben sind. Und schon bald wird noch ein viel empfindlicheres Instrument dafür in Betrieb genommen. Es wird uns wahrscheinlich täglich neue Gravitationswellen melden. Die Europäische Weltraumagentur ESA plant nämlich den Gravitationswellendetektor LISA im Weltraum. Er soll zwischen Erde und Sonne gebaut werden, und zwar an dem Punkt, an dem sich die Gravitation der beiden Gestirne aufhebt. Der erste Testsatellit wurde bereits erfolgreich ausgesetzt. Das Laser Interferometer Space Antenna System, kurz LISA, wird aus 3 Satelliten bestehen, die jeweils 2,5 Millionen Kilometer voneinander entfernt sind. Beim LIGO liegt die Länge der Arme bei 4 Kilometern. Es wird also rund 600.000 Mal empfindlicher sein. Bei einer Entfernung von 2,5 Millionen Kilometer ist dieser Gravitationswellendetektor eben viel empfindlicher, da sich die Raumzeit auf so lange Entfernung viel deutlicher auswirkt. Der Start des Systems ist für 2034 vorgesehen. Da können wir also extrem gespannt sein. Wenn ihr als erstes Neues dazu und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp oder den anderen Messengern wie Instagram, Facebook Messenger oder Telegram. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicksun mitmachen und mitbestimmen, was hier bei Klicksun passiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter. Dafür auch draufklicken mit Stephen Hawkings letzter Arbeit veröffentlicht. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.